Wir sprechen heute über das Thema Nachhaltigkeit, Sustainability bei Idealo. Das Thema hat in den letzten Jahren zu Recht immer mehr an Bedeutung gewonnen und ist speziell auch für Unternehmen ganz wichtig geworden, ist bei uns allerdings auch schon lange in den Unternehmenswerten verankert. Das Motto, wirtschaftliches Arbeiten und ökologisches bzw. soziales Engagement schließen sich nicht aus. Im Gegenteil, wir sind der Überzeugung, dass das eine oder ohne das andere nicht bestehen kann. Den September haben wir bei Idealo zum Sustainable September gemacht. Das heißt, wir haben ganz viele Aktionen veranstaltet, auch außerhalb des Unternehmens, haben einen Cleanup-Walk gemacht, waren bei der großen Klimademo Ende September dabei. Und natürlich geht es bei uns nicht nur einen Monat lang um Nachhaltigkeit, sondern das ganze Jahr über 365 Tage im Jahr. Um euch mehr zum Thema zu erzählen, habe ich 2 Mitglieder unseres Sustainability Teams eingeladen, die das Thema Nachhaltigkeit bei Idealo verankern. Würdet ihr euch kurz vorstellen? Ja, gerne und danke für die Einladung. Ich bin Diana, ich bin die Head of Sustainability bei Idealo und ich bin schon seit fast 10 Jahren mittlerweile dem Thema Nachhaltigkeit treu geblieben. Bin jetzt seit etwa einem Jahr bei Idealo und ich kümmere mich um ja die strategische Ausrichtung unseres Teams, aber auch um solche Themen wie zum Beispiel Menschenrechte, also sehr vielfältig unterwegs. Ja, auch von mir danke für die Einladung. Ich bin Laura Martin-Gomez. Ich bin seit ungefähr 8 Monaten bei Idealo im Nachhaltigkeitsteam Senior Sustainability Managerin, kümmere mich hauptsächlich um die Themen Klima und Umwelt, aber auch viel um das Thema nachhaltiger Konsum. Genau, und bin ungefähr so seit 6 Jahren im Nachhaltigkeitsbereich in Unternehmen tätig. Schön, dass ihr da seid und ich würde gerne direkt einsteigen und zwar der Begriff Nachhaltigkeit, Sustainability scheint immer mehr allgegenwärtig zu sein. Es gibt aber verschiedene Assoziationen dazu. Und viele zum Beispiel denken direkt an Umweltschutz und das ist dann das Einzige, was sie damit assoziieren. Bei uns gehört allerdings noch viel mehr zum Thema Nachhaltigkeit. Könnt ihr einfach mal erzählen, was bei uns noch so dazugehört? Ja, genau. Also wie du schon ganz richtig gesagt hast, meistens denkt man, glaube ich, an Umweltnachhaltigkeit. Das ist auch sehr logisch, weil ja auch die Klimakatastrophe gerade total präsent ist bei uns allen. Aber im Nachhaltigkeitsbereich spricht man meistens von People, Planet, Profit, von diesem Dreiklang der Nachhaltigkeit. Und das bedeutet eben, dass auch Menschen bei uns, also soziale Nachhaltigkeit im Fokus stehen, also eben zum Beispiel das Thema Menschenrechte oder Diversity and Inclusion, dass aber natürlich auch Umweltnachhaltigkeit nach wie vor sehr wichtig ist und das Unternehmen hier Verantwortung übernehmen. Und das Thema Profit bedeutet zum einen natürlich, dass wir als Unternehmen trotzdem profitabel sein müssen, also dass wir eben kein Verein sind oder so, sondern auch Umsatz machen müssen, aber auch die Art und Weise, wie wir das machen und beispielsweise wie wir Steuern zahlen und wie gerecht Geld verteilt wird, kann eben auch ein Nachhaltigkeitsthema sein. Also wie du siehst, ist es sehr, sehr vielfältig und sehr groß gefächertes Thema. Um diese ganzen Bereiche zu bündeln, gibt es ja den Idealo Nachhaltigkeitsbericht, der auch für alle zugänglich ist. Wir packen nachher die Shownotes, in die Shownotes packen wir den Link zu dem Bericht. Was war die Absicht hinter diesem Bericht? Genau, also mit dem Nachhaltigkeitsbericht wollen wir diese ganzen Themen, von denen Diana auch gerade gesprochen hat, ganz transparent darstellen. Also wir wollen einmal diese große Bandbreite aufzeigen, was bedeutet eigentlich Nachhaltigkeit bei Idealo, was sind so unsere Fokusthemen, wie managen wir die, was ist unsere Strategie dahinter und was sind auch unsere Maßnahmen, wie wir das wirklich ganz konkret angehen. Und dabei wollen wir transparent sein und zeigen, was sind so die Chancen dabei, wo haben wir auch schon Fortschritte gemacht, aber auch, wo können wir noch mehr machen, was sind auch Risiken. Und genau, das ist also ein wichtiges Tool auf dem Weg zu mehr Transparenz und auch eine gewisse Art von Selbstverpflichtung. Gehen wir einfach mal direkt in ein Thema rein, das Thema Umweltschutz. Dazu haben wir verschiedene Aktionen und Initiativen, zum Beispiel den Idealo Wald, auf den kommen wir gleich auch noch, oder die Revitalisierung des Moors Lüttwitch. Lass uns da einfach mal durchgehen. Was ist die Überlebensversicherung? Ja, also die Überlebensversicherung ist ein Projekt, das wir uns in 2020 überlegt haben und es hat den Ursprung darin, dass ja der Arbeitgeber zum Beispiel Sozialversicherungen zur Hälfte übernimmt, Krankenversicherung etc. Und wir uns gesagt haben, wir wollen auch diese 50% an Verantwortung für das Thema Klimaschutz für unsere Mitarbeitenden übernehmen. Also im Prinzip der individuelle Fußabdruck des Idealos jedes Einzelnen wird berechnet
und 50% davon kompensieren wir mit verschiedenen Klimaschutzprojekten und die anderen 50%, da helfen wir den Idealos einfach zu verstehen, was können sie vielleicht noch an ihrem Verhalten ändern, wie können sie noch klimabewusster leben, falls sie sich dafür eben interessieren. Und genau, das haben wir Überlebensversicherung genannt, weil wir eben alle unser gemeinsames Überleben ermöglichen möchten. Und ja, 2020, als wir damit begonnen haben, haben wir sogar 100% kompensiert unserer Mitarbeitenden und seitdem machen wir das mit 50%. Ich hatte das Moor Lüttwitsch, was man auch sehen kann hier, erwähnt. Was könnt ihr dazu erzählen zu dem Projekt? Genau, das war unser allererstes Projekt für diese Überlebensversicherung und ich glaube, Moore sind gar nicht so bekannt, dass die total die Klimaschützer sein können oder andersrum auch total die Klimakiller sein können, wenn sie eben trockengelegt werden und nicht mehr ein Moor sein können. Und wie man hier auch auf dem Foto sieht, würde man gar nicht vermuten, dass es sich da um ein Moor handelt. Sieht eher wie ein Acker oder eine Wiese aus, weil einfach Moore total oft ja, entwässert wurden und dadurch dann das CO2, was sie speichern, in die Luft freigegeben wird. Und das ist eben total schädlich für unsere Umwelt. Und wir haben jetzt vorgenommen und haben damit auch schon begonnen, letztes Jahr dieses Moor zu revitalisieren, also wieder Wasser zuzufügen und dadurch kann das CO2 eben weiter gespeichert bleiben und damit kann man eine ganze Menge CO2 speichern. Das ist ja eher ein externes Projekt. Wir haben natürlich auch beim Produkt Idealo, bei unserem Preisvergleich Initiativen, um nachhaltig zu sein. Zum Beispiel, dass Bestellungen, die über den Idealo Direktkauf getätigt werden, klimaneutral versendet werden sozusagen. Da kommen wir dann zum Thema Kompensation. Könnt ihr dazu was sagen? Ja klar, also Kompensation ist ein Baustein in unserem Management des Themas Klima. Also bei uns geht es da vor allen Dingen erstmal um einen Dreiklang. Also wir wollen am Anfang erstmal CO2-Emissionen vermeiden, also dass die gar nicht erst entstehen. Der zweite Schritt ist, dass wir die doch entstehen, dass wir die reduzieren und erst im dritten Schritt würden wir dann kompensieren. Genau, also beim Vermeiden geht es zum Beispiel darum, dass wir einfach gar keine Dienstwegen bei Idealo haben. Beim Thema Reduzieren geht es darum, dass wir Ökostrom beziehen. Und beim Thema Kompensation, das teilt sich bei uns in 3 Teile auf. Also das ist das eine, was du gerade sagtest, dass wir die Bestellungen, die direkt über Idealo kommen, dass wir die klimaneutral versenden oder dass wir da kompensieren, sodass die Bestellungen klimaneutral laufen. Das zweite ist, dass wir als Unternehmen auch klimaneutral sind, seit 2019 durch Kompensation. Und das dritte ist eben die Überlebensversicherung, dass wir auch noch die CO2-Emissionen unserer Mitarbeitenden zu 50% kompensieren. Das sind so die drei Bestandteile unserer Kompensation. Trotzdem ist der erste Schritt, immer zu vermeiden oder zu reduzieren. Und auch da sind wir eben gerade dabei, dass wir uns ein CO2-Reduktionsziel setzen, um hier noch besser zu werden. Wo wir gerade beim Produkt sind, bevor es zur Bestellung oder zur Lieferung kommt, wir unterstützen ja unsere Kundinnen auch beim Einkauf, dass sie halt nachhaltiger einkaufen können, zum Beispiel mit unserem Nachhaltigkeitsfilter. Wie funktioniert der? Wie können Kundinnen das benutzen beim Einkauf? Genau, also wie du sagst, wir, obwohl wir die Produkte ja nicht selber herstellen und auch nicht selber versenden bei Idealo, wollen wir unsere KundInnen auf dem Weg hin zu einem nachhaltigeren Konsum unterstützen, unter anderem eben durch diesen Filter. Wir machen das, oder für die KundInnen funktioniert das so, dass sie relativ simpel, wenn sie ein Produkt suchen, den Filter einschalten und dann erscheinen nur noch die Produkte, die nachhaltiger sind als eine konventionelle Alternative. Im Hintergrund entscheiden wir eben auch aus dem Nachhaltigkeitsteam zusammen auch mit KollegInnen aus dem Content, was ein Produkt denn erfüllen muss, damit es überhaupt als nachhaltig eingestuft wird. Und da gibt es verschiedene Kategorien, also zum Beispiel, dass ein Produkt in der Kategorie Rohstoff besser sein kann oder in der Kategorie Produktion, also zum Beispiel mit weniger Chemikalieneinsatz oder Wassereinsatz oder so hergestellt wird. Und das Ganze muss dann noch abgesichert werden, also abgesichert durch ein Siegel. Da gibt es ja einen ganzen Siegeldschungel und wir gucken uns eben diese Nachhaltigkeitssiegel an, bewerten die und schauen, ob das unseren Ansprüchen quasi genügt und dann landen die Produkte in diesem Filter. Und das ist eben ein Weg. KundInnen auf idealo.de können aber auch Gebrauchtwaren kaufen, B-Ware kaufen, weil noch besser als ein neues, nachhaltiges Produkt zu kaufen, ist es natürlich ein Produkt zu kaufen oder länger zu nutzen, was es einfach schon gibt. Genau, weil wir sind natürlich, oder wir stehen vor dem Problem der Ressourcenendlichkeit
Und das kann man vor allen Dingen durch die sogenannte Kreislaufwirtschaft, also Circularity, bekämpfen, oder das ist ein Ansatz dafür, und deswegen wollen wir auch vermehrt gebrauchte Produkte verkaufen. Du hast den Begriff B-Ware erwähnt. Mein Verständnis ist, das sind Produkte, die zum Beispiel Ausstellungsstücke waren, die dann zu einem vergünstigten Preis verkauft werden, oder wenn die Verpackung vielleicht ein bisschen beschädigt ist, das Produkt aber total funktionstüchtig ist, sowas. Genau, richtig. Oder auch Produkte eben zurückgesendet werden, wenn die so kleine Mängel haben, dann wird das als B-Ware bezeichnet. Super. Kommen wir zu einem anderen Thema, das im Report vorgestellt wird. Menschen bei Idealo. Das Thema Frauen in Führungspositionen ist ja zum Glück inzwischen wirklich ein großes Thema in der Industrie geworden. Wir sind da bei Idealo eigentlich auf einem guten Weg, oder? Ja, total. Wir sind da auf einem sehr guten Weg. Unser People-Team hat auch eine eigene Abteilung für das Thema Diversity and Inclusion, also Diversität und Chancengleichheit. Und da haben wir uns auch ein externes Ziel gesetzt, nämlich, dass wir bis 2026 44% der Frauen in Führungspositionen haben möchten. Und das spiegelt auch sehr gut wider, wie wir aktuell verteilt sind in der gesamten Belegschaft. Und wir sehen einfach auch, dass es wichtig ist, verschiedene Standpunkte, verschiedene Sichtweisen nicht nur in der Belegschaft zu haben, sondern insbesondere auch in der Führung zu haben, weil das auch die Kultur positiv beeinflusst und einfach auch einen großen Unterschied für uns macht. Hier passt auch gut das Thema Weiterentwicklung für unsere Mitarbeitenden. Könnt ihr dazu was sagen? Warum gehört das zur Nachhaltigkeit? Ja, das ist vielleicht gar nicht so offensichtlich, dass das ein Nachhaltigkeitsthema ist. Man muss sich das so vorstellen, wir sind ja kein herstellendes Unternehmen, wir haben keine großen Maschinen oder so, die bei uns irgendwas produzieren, sondern unsere Produkte stellen die Idealos her, deren klugen Köpfe, das sind sozusagen unsere Maschinen. Und uns ist total wichtig, dass die natürlich weiterlaufen, mal um bei der Metapher zu bleiben. Und deswegen merken wir auch, wenn Weiterbildungen regelmäßig stattfinden und einfach die Idealos eine Chance haben, ihren Horizont zu erweitern, in andere Themen reinzuschnuppern, dann profitieren wir auch als Unternehmen total davon. Und gleichzeitig auch nochmal aus so einer Nachhaltigkeitsperspektive ist es für die Idealos auch total wichtig, gerade in schwierigen Zeiten, in Krisen, wo vielleicht das Thema Jobsicherheit irgendwie Sorge bereitet auf der ganzen Welt, dass sie einfach wissen, dass sie und ihre Arbeitskraft weiterhin relevant bleiben und dass sie sich darum einfach ein bisschen weniger Sorgen machen müssen. Ich habe vorhin schon erwähnt, dass wir den September bei Idealo zum Sustainable September gemacht haben. Ihr habt das organisiert. Was war der Gedanke dahinter, hinter so einem Aktionsmonat? Genau, also wir wollten für alle Idealos, also ein internes Event oder ein interner Monat, Aktionsmonat, wie du es ja auch gerade genannt hast, sowohl Infoveranstaltungen anbieten über das Thema Nachhaltigkeit als auch ganz konkrete Mitmachaktionen. Also wir wollten jedem und jeder Idealo die Möglichkeit bieten, das Thema Nachhaltigkeit besser kennenzulernen, besser zu verstehen und auch selber aktiv zu werden. Der Monat hat begonnen mit dem offiziellen Release unseres großen Idealo-Nachhaltigkeitsberichts. Da haben wir auch schon drüber gesprochen, ein paar Themen raus behandelt. Wie war denn das Feedback zum Report jetzt so im Nachhinein? Ja, also eigentlich echt durchweg positiv. Eine unserer Hauptzielgruppen sind ja unsere Mitarbeitenden, die Idealos. Und da haben wir auch zum Release so ein exklusives Sneak Peek-Event gemacht. Also bevor der Bericht rauskam, einen Tag davor, haben die Mitarbeitenden einen exklusiven Einblick bekommen. Da hat dann auch unser CEO Albrecht von Sonntag und unsere CFOs haben auch an diesem Event quasi gesprochen, was total schön war und was auch irgendwie die Bedeutung des Themas Nachhaltigkeit bei Idealo nochmal widerspiegelt. Und da haben wir echt ein super Feedback bekommen, sowohl zu diesem Event als auch generell zu dem Release. Grundsätzlich ist es so, dass wir auch ein paar kritische Rückfragen bekommen haben von Idealos, aber das finden wir total gut, weil wir dadurch einfach merken, okay, die Leute setzen sich damit auseinander. Und es kamen sogar auch ganz konkrete Ideen und das ist natürlich das Schönste, was daraus so entstehen kann. Kann ich mir vorstellen. Ja. Circa eine Woche nach dem Release gab es dann einen Livestream aus Kenia. Was steckt da dahinter? Ja, genau. Also das war auch Teil des Sustainable Septembers, dass wir den Projektleiter unseres Idealo-Walds vom WWF direkt aus Kenia im Livestream hatten. Genau, also für alle Idealos auch hier wieder ein Event, um das Thema besser kennenzulernen und um zu sehen, was machen wir eigentlich so bei Idealo. Und wir haben eben diesen Wald. Der Hintergrund war, dass wir vor ein paar Jahren anstatt für unsere Partner
und Shops und Händler Weihnachtsgeschenke zu kaufen oder das Geld dafür auszugeben, wurde das Geld in eine Spende an den WWF gegeben, damit wir da einen Wald aufbauen oder einen Wald unterstützen und Bäume pflanzen. Und daraus wurde eben mehr. Also wir haben, uns gehen quasi die Ideen nicht aus, diesen Wald zu unterstützen. Beispielsweise, wenn man bei Idealo ein Diensthandy haben möchte, was über dem Standard ist, dann zahlt man diese Differenz nicht an Idealo, sondern eben als Spende an unseren Wald. Und so wächst unser Wald immer weiter und das ist total schön zu sehen. Und da hatten wir eben den Projektleiter vom WWF da, der direkt im Livestream zwischen den von uns oder von unseren Spenden gepflanzten Setzlingen im Wald stand mit dem ganzen Team, und das war total schön und hat das Ganze natürlich auch für die Idealos total anfassbar gemacht, und man kann dann direkt den Impact sehen, den wir auch haben. Genau, ich war da auch als Zuschauer mit dabei und fand das total schön mit diesem Drohnenflug über den Wald und so, dass man das sehen kann. Das sehen wir ja auch hier jetzt gerade im Video. Wir hatten vormals den Kieztag, jetzt haben wir die Community Impact Days. Was steckt dahinter? Genau, also die Kiez-Tage oder jetzt eben Community Impact Days sind ein Teil unseres gesellschaftlichen Engagements. Also wir sind uns durchaus der Verantwortung unserer Rolle in der Gesellschaft auch bewusst, und da haben wir eben in der Vergangenheit im Kiez-Tag vor allen Dingen im Kreuzberger Ritterkiez, in dem unser ehemaliges Büro war, uns engagiert, und das haben wir jetzt weiterentwickelt zu den Community Impact Days, die jetzt auch das erste Mal stattgefunden haben. Genau, und da geht es darum, dass wir mit einem möglichst hohen Impact soziale Einrichtungen in der Region unterstützen, eben sowohl vor Ort, aber auch digital. Habt ihr Beispiele für Organisationen oder Institutionen, die wir an den Community Impact Days unterstützen? Vorher haben wir uns erstmal überlegt, wie wollen wir eigentlich genau helfen, bevor wir uns dann die Institution rausgesucht haben. Und uns war relativ schnell klar, dass wir die Kompetenzen, die wir ja schon haben, nämlich als E-Commerce-Unternehmen, als digitale Plattform, dass wir die auch gerne benutzen möchten. Also unser Wissen über Digitalisierung. Und so sind wir dann zum Beispiel in ein Seniorenheim gegangen und haben dann den SeniorInnen dort beigebracht, wie sie ihre Handys verwenden können, wie sie Apps installieren können, ihre Liebsten anrufen können. Das war so ist dann die Idee entstanden. Wir wollten aber gleichzeitig auch den Idealos die Möglichkeit geben, wenn sie jetzt sowieso schon 8 Stunden am Tag auf den Laptop schauen und sich damit beschäftigen, dass sie auch mal was ganz anderes machen können. Deswegen haben wir auch so Hands-on-Projekte uns überlegt, zum Beispiel einen Garten umzubuddeln und da irgendwie neue Pflanzen auszusehen. Das war dann nochmal so das Gegenprogramm. Sehr, sehr schön. Am 23. September sind dann die Idealos zusammen mit ganz vielen anderen Menschen fürs Klima auf die Straße gegangen, bei der großen Klimademo. Und das nicht zum ersten Mal. Wie habt ihr den Tag erlebt und warum ist der für Idealos was ganz Besonderes? Ja, die Klimademo von Fridays for Future ist für uns immer so ein richtiges Highlight. Und wir finden es total toll, dass unser Geschäftsführer Albrecht von Sonntag uns auch dazu motiviert, alle daran teilzunehmen. Also das findet während unserer Arbeitszeit statt. Und wir aus dem Sustainability-Team planen eben vorher, wann und wo wir uns treffen und wie wir dann die große Demo gemeinsam finden und uns dort anschließen. Wir haben auch Partner dazu eingeladen. Das heißt, wir gehen dann nicht nur als Idealos gemeinsam hin. Wir basteln vorher Schilder, wie man hier sieht, und motivieren uns ein bisschen für das Thema. Und Albrecht hat dann auch meistens so eine Ansprache am Anfang. Also man merkt wirklich, dass wir das Thema ernst nehmen. Und was ich daran auch so schön finde, ist, dass wir hier wirklich eine ganz konkrete Maßnahme haben, die einfach irgendwo auch anfassbar ist. Nämlich wir wollen auch die Politik darum bitten, dass sie sich mit dem Thema stärker auseinandersetzen, dass sie die Klimakatastrophe ernst nehmen und dass sie geeignete Ziele verabschieden, die dann für ganz Deutschland gelten und nicht nur für einzelne Unternehmen. Also dass wir von dieser freiwilligen Nachhaltigkeit noch einen Schritt weitergehen und sagen, es muss aber auch Mindeststandards geben. Die Klimademo und unsere Teilnahme daran war ja so der große Schlussakkord von Sustainable September. Sustainable September heißt aber nicht, dass nach dem 30.09. dann das Thema für 11 Monate in der Schublade verschwindet, sondern da passiert ja immer wieder was Neues. Wie entstehen die Initiativen, die damit mit Sustainability zu tun haben, und könnt ihr vielleicht schon mal anspoilern, was so im Augenblick in Arbeit ist?
Ja, total gerne. Also für uns ist es auch manchmal schwer herauszufinden, so mit was fangen wir an, was priorisieren wir. Und im Nachhaltigkeitsbereich ist es relativ gängig, dass man sich das Thema Wesentlichkeit anschaut. Das bedeutet im Prinzip, welche unserer Themen sind besonders wichtig für unsere Stakeholder. Stakeholder ist sowas wie unsere Mitarbeitenden, aber auch NutzerInnen unserer Plattform zum Beispiel, also alle Menschen, die ein besonderes Interesse an unserem Unternehmen haben. Und gleichzeitig, wie wichtig sind diese Themen aber auch für unser Geschäftsmodell, also für uns eben als Plattform, als Preisvergleich. Und es ist dann im Prinzip eine Matrix und die Themen, die dann in diesen beiden Richtungen besonders wichtig sind, die priorisieren wir dann nach ganz oben. Und eins dieser Themen, die wir uns jetzt für das Jahr noch vorgenommen haben, ist zum Beispiel das Thema Menschenrechte. Wir wollen uns anschauen, wie bei uns in unserem Unternehmen, aber auch in unserer Lieferkette Menschenrechtsverletzungen möglicherweise stattfinden könnten, über die wir uns vielleicht noch gar nicht bewusst gemacht haben und wie wir das in Zukunft verhindern können, wie wir Prozesse einführen können, damit sowas erst gar nicht entsteht. Genau, also ein anderes Thema, weil Diana gerade Wesentlichkeit angesprochen hat. Das Thema CO2-Emissionen ist eben auch ein Thema, was in dieser Matrix quasi ganz weit rechts oben steht, weil das aus verschiedenen Perspektiven eben besonders relevant ist. Und da sind wir jetzt gerade dabei, für diese Überlebensversicherung, von der wir ja vorhin schon gesprochen haben, für das Jahr 2022 ein geeignetes Projekt auszuwählen. Genau, das ist so was wir aktuell machen. Dann steht jetzt auch ganz, ganz bald wieder die Messung unseres CO2-Fußabdrucks als Unternehmen an. Das heißt, damit wir überhaupt dieses Thema CO2-Emissionen managen können, müssen wir es erstmal messen und müssen erstmal verstehen, wo haben wir denn besonders viele Emissionen, damit wir dann auch uns im nächsten Schritt ein Reduktionsziel setzen können und sagen können, okay, um wie viel Prozent wollen wir denn mit diesen Emissionen eigentlich runterkommen? Genau, das sind auch Themen, an denen wir aktuell arbeiten. Wenn jetzt jemand da draußen, der oder die dieses Video sieht, sich denkt, hey, ich würde auch gerne ein bisschen nachhaltiger leben, weiß aber nicht, wie man anfangen soll. Man kennt das, oder dann interessiert man sich für ein Thema und es gibt so wahnsinnig viele Ressourcen. Was würdet ihr so einer Person empfehlen, wie man einsteigen kann? Ja, also einsteigen ist schon genau das richtige Wort. Ich glaube, man darf das Ganze auch oder man sollte das Ganze als Weg betrachten, so wie wir bei Idealo das eben auch betrachten. Wir sind noch nicht ganz perfekt, aber wir haben uns eben auf den Weg gemacht und wir gehen kleine Schritte und verbessern uns immer weiter. Und so kann man das eben in seinem Alltag auch machen und kann viele kleine Schritte gehen, zum Beispiel im Bereich Konsum oder im Bereich Mobilität oder im Bereich Ernährung und kann einfach schauen, was könnte ich denn da vielleicht anpassen. Also in der im Bereich Mobilität kann man vielleicht öfter mal mit den Öffis fahren oder mit dem Fahrrad oder den Zug nehmen anstatt einen Flug. Genau, oder im Bereich Konsum nach nachhaltigeren Produkten suchen, beispielsweise eben über solche Funktionen wie Filter oder mal ein Gebrauchtwaren kaufen. Genau. Ansonsten kann man auch im Bereich Ernährung überlegen, ob man sich vielleicht öfter mal vegetarisch oder vegan ernährt oder auch saisonal. Genau, also so kann man mit vielen kleinen Schritten auf jeden Fall den Unterschied machen. Habt ihr zum Abschluss vielleicht noch ein, zwei Leseempfehlungen für Leute, die sich jetzt für das Thema Nachhaltigkeit bei Idealo interessieren? Also wenn ihr euch dafür interessiert, was wir genau machen bei Idealo und nochmal im Detail darüber nachlesen wollt, dann geht unbedingt auf unseren Nachhaltigkeitsbericht. Den Link findet ihr in den Shownotes. Ihr könnt euch außerdem auf unserer Webseite darüber informieren. Und außerdem würden wir uns auch total darüber freuen, wenn ihr Anregungen habt, falls ihr Fragen habt, wenn ihr mit uns in den Austausch kommen möchtet, dass ihr uns eine E-Mail schreibt über sustainability@idealo.de. Diana, Laura, danke, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt. Und euch da Sehr draußen, gern. vielen Dank fürs Zuschauen. Danke für die Einladung. Danke.